Cash in the Tash oder der digitale Euro? Ich möchte einfach mal abwägen, was da toll dran sein könnte und was die Risiken sein könnten. Hallo, ich bin Gerald, der Neuland-Lotse und seit 1996 online. Ich möchte einmal darlegen, wie überhaupt diese digitale Euro, wie das Ganze entstanden ist. Also es war nicht zwangsläufig so, dass wir automatisch jetzt brauchen wir digitales Geld, sondern der eine oder andere von euch kennt vielleicht eBay und weiß, dass da aktuell wieder so ein paar Betrügereien zugange sind. Ja, das war in der Anfangszeit noch viel schlimmer, weil es gab kein digitales Geld. Es gab nicht mal Online-Banking. Nichts davon. Sondern du konntest zur Bank gehen, konntest dein Geld überweisen oder aber eine andere Alternative war, das kennt heute kaum noch jemand, Nachnahme. Das heißt, du hast ein Paket auf den Weg geschickt oder jemand hat dir ein Paket geschickt, weil du Verstärker gekauft hast, der wiegt 8 Kilo und der kostete meinetwegen 500 Euro. Dann hast du ihm die 500 Euro entweder überweisen können, dann war das Geld weg. So, sicherer war es dann, er schickt dir das zu und der Postbote kassiert die 500 Euro. Ja, aber damals gab es halt sehr viele, die haben dann einfach in Karton Backsteine reingepackt und dann warst du wieder gekniffen. Das war der Grund eigentlich mit der Hauptgrund, warum PayPal entwickelt wurde, weil deswegen früher auch die starke Verknüpfung zwischen PayPal und eBay, weil Amazon gab es da noch nicht in der Anfangszeit. Das bedeutet, PayPal war eigentlich erfunden worden, um online einfacher bezahlen zu können. Nun ist PayPal aber ein privater Anbieter. Wer es übrigens nicht weiß, ganz am Anfang bei PayPal war jemand, der auch am Anfang bei OpenAI, also ChatGPT war, nämlich Elon Musk. Spannend, ne? Cash in the Tash oder digitale Euro. Was ist der digitale Euro? Ob das nützt oder nicht, die bekannteste digitale Währung ist der Bitcoin. Der Bitcoin hat die Eigenschaft, dass der nicht auf einem Computer lagert sozusagen, also so ein Safe auf einem Computer, sondern das Geld ist verteilt auf zig Millionen Computer und wird dann quasi von der Software, wenn es abgerufen wird, wird es wieder zusammengesetzt, beim Mining wird es zerstreut. So muss man sich das grob vorstellen. Der Vorteil bei der Geschichte ist halt der, dass das dezentral ist. Also kannst nicht einer hingehen, kann sagen, wie bei der Bank, die Bank überfalle ich jetzt oder den Computer klaue ich jetzt, dann habe ich alles. Funktioniert nicht. Nada. Geht nicht. Ganz anders sieht das dann beim digitalen Euro aus, weil wenn die EZB, also Europäische Zentralbank, diese Währung verwaltet, dann wird die eine Serverfarm da stehen haben. Dann sieht das so aus, wenn Hacker wirklich fit sind und gut sind, dann brechen die da einfach ein und holen sich das Geld ab. Da ist es ja nicht mehr dezentral, weil das ist ja zentral auf den Rechnern. Dann brauchen sie nur ein paar Klicks machen und dann haben sie die Kohle in der Tasche. Die ganzen Leute, die jetzt einen digitalen Euro einführen wollen, das sind ja Verwaltungsangestellte, das sind ja Politiker. Die haben null Ahnung von Internet. Das siehst du schon, weil die alle überhaupt keinen eigenen Account haben. Das Einzige, was sie können, ist im Bundestag rumsitzen, mit ihrem Handy rumspielen. Ja, vielleicht noch WhatsApp und das war's dann auch. Mehr Verständnis haben die von online nicht. Also werden die das nicht selber machen, sondern sie werden sich Spezialisten holen. Das heißt IT-Leute, Programmierer, wie auch immer. Jetzt ist das aber so, dass ganz viele Spezialisten, Programmierer etc., da gibt es genauso wie in der normalen analogen Welt auch schwarze Schafe drunter, die dann in den sogenannten Darknet rumfischen. Das könnte sein, dass sie sich auf Leute verlassen, die nicht ganz koscher sind. Dann bauen die sich ein Backdoor ein. Das ist ein ganz einfaches Ding. Jedes Mal, wenn eine Transaktion rübergeht, dann knapsen sie sich davon das ab. Gibt es Filme drüber, gibt es Bücher drüber, alles. Das finde ich ganz easy zu machen. Aber das ist eigentlich nicht das, was für uns als Menschen das Schlimmste. Ich habe ein Video gemacht zur 15 Minuten Stadt. Da ist ziemlich heftig drüber diskutiert worden, ob denn das alles so kommt oder nicht. Aber Fakt ist einfach, wenn wir den digitalen Euro haben, dann wird das mindestens auf einer Kreditkarte sein. Mindestens. Bei noch viel mehr Sachen wird es auf dem Smartphone passieren. Das heißt dann konkret kein Bargeld mehr in der Tasche. Das hat auch Vorteile, weil du musst halt nicht dieses Klimpergeld mit dir rumschleppen, wenn du überall digital bezahlen kannst. Als ich mich 2003 selbstständig gemacht habe, hatte ich eine Steuerberaterin, die von online und digital überhaupt keine Ahnung hatte. Und die sagte immer, ja, Herr Rusche, ich brauche Ihr Kassenbuch. Ich sage, nein, ein Kassenbuch habe ich nicht. Doch, Sie müssen ein Kassenbuch führen. Als Selbstständiger müssen Sie ein Kassenbuch führen. Ich sage, nein, muss ich nicht. Habe mich mit ihr gestritten ohne Ende. Dann habe ich irgendwann den Gesetzestext, wirklich den Originalwortlaut ausgedruckt, habe ihr den mitgebracht, auf den Tisch gelegt. Und da stand dann, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber sinngemäß stand dann drin, im Kassenbuch müssen alle bar erfolgten Einnahmen und Ausgaben dokumentiert werden. So, habe ich zu ihr gesagt, und ich habe keine Barausgaben, ich habe keine Bareinnahmen. Also was soll ich da reinschreiben und wieso soll ich das führen? Ja, Sie können doch nicht alles mit Karte bezahlen. Ich sage, doch, für die Firma kann ich alles mit Karte bezahlen. Wenn ich mal ins Bauhaus muss, Teile brauche, wenn ich tanken muss, wenn ich alles, was ich für die Firma brauche, kann ich bargeldlos bezahlen. Ja, und wenn Sie dann mal in der Situation sind, dass Sie doch irgendwo was brauchen, ich sage, ja, dann wissen Sie was, dann mache ich Folgendes, dann gehe ich hin und bezahle das aus meiner privaten Tasche, aus meinem Portemonnaie in Cash, in Bar und dann überweise ich mir das von meinem Firmenkonto auf mein Privatkonto, verzeichne, wofür das war. Den Beleg dazu habe ich dann ja. Und damit ist es bargeldlos. Brauche ich wieder kein Kassenbuch führen. Sie hat die Kröte am Schluss geschluckt, hat gesagt, ja okay, ist längst nicht mehr meine Steuerberaterin, ist eine Rente, ist auch verdient, war ja sonst ganz nett die Frau. Aber
Das ist der einzige Punkt, den ich weiß für Unternehmen. Gut, wenn du alles bargeldlos machst, fällt diese Kassenbuchführung flach. Wenn du natürlich ein Ladengeschäft hast, wo jeden Tag Leute bar bezahlen, kommst du da eh nicht drum rum. Das ist aber auch der einzige Punkt, wo ich für mich sehe, ja, und das wie gesagt nur für die Firma privat, Cash on the Dash. Aber es gibt halt auch Nachteile. Und der Nachteil ist der, sowohl öffentlich unrechtlichen als auch in alternativen Medien wird ja heiß diskutiert über die Bezahlkarte für Flüchtlinge, für Migranten, für Leute, die als Gäste zu uns kommen. Ja, sage ich es mal so. Ich würde meinem Gast nicht meine Kreditkarte in der Hand drücken, also egal, und schon gar nicht mit Bargeld füttern. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist einfach, jeder, der hier reinkommt aus dem Ausland und sagt, ich bin Flüchtling oder ich will Asyl oder sowas in der Richtung, der kriegt ja sonst Hartz IV oder hieß es früher Bürgergeld, heißt es jetzt meinetwegen, kriegt er Unterstützung. So. Viele Städte haben jetzt eine Bezahlkarte für Migranten eingeführt oder für, sagen wir mal, Bedürftige, die nicht deutschen Ursprungs sind, wie auch immer. Jedenfalls haben die Bezahlkarte eingeführt. Diese Bezahlkarte hat die Eigenschaft, so ein bisschen wie eine Prepaid-Karte beim Handy, nur eben fürs Bezahlen. Also die kriegen eine Karte und da wird am Anfang des Monats wird da ein Guthaben gebucht, meinetwegen Bürgergeld, Summe X, ist völlig egal, wie hoch das ist, aber es wird gebucht und dann können die damit bezahlen. So. Im Landkreis Hannover haben die jetzt eine Bezahlkarte auch für Sozialhilfeempfänger. Das heißt, nicht mehr nur Migranten, wo alle sich freuen und alle sagen, toll, sondern auch für Sozialhilfeempfänger. Das heißt, ganz normale deutschstämmige Bürger, deutsche Bürger, die bedürftig sind, die Sozialhilfe empfangen oder Bürgergeld empfangen, die kriegen das jetzt mit dieser Bezahlkarte. Und mit der Bezahlkarte haben sie die Möglichkeit, zum einen, was ganz wichtig ist, was dann auch für die 15-Minuten-Stadt wichtig ist, sie haben die Möglichkeit zu sagen, damit können die nur im Landkreis bezahlen. Ja, Fakt, heute schon technisch schon möglich, ist schon implementiert in der Karte. Die können also nur im Landkreis mit dieser Bezahlkarte bezahlen. Das bedeutet, sie können damit nicht im Ausland bezahlen, sie können dann nicht in anderen Städten bezahlen, sie können nicht in Deutschland rumreisen. Für Migration klingt das ja alles noch ganz toll. Für, ich sag mal, alle Bedürftigen ist das schon recht einschränkend. Und dann kommt noch dazu, weil die Bezahlkarten haben ja, zumindest die für Migranten, haben ja die Funktion, dass man das Geld auch ein Verfallsdatum verabreichen kann. Das heißt, am Ende des Monats verfällt das Geld. Hat natürlich den Sinn bei Migration, dass die nicht ihr Geld in die Herrenländer nach Hause schicken, weil sie hier nicht alles davon brauchen und schicken das dann in die Familie nach, was weiß ich, Libyen, Albanien, was weiß der Henker, wo die herkommen. So, und das kann man verhindern, indem man sagt, am Monatsende verfällt das ganze Geld. Ein Verfallsdatum bedeutet aber auch sowohl für Migranten als auch für Sozialhilfeempfänger, man kann sich nichts mehr ansparen. Das Geld ist futsch. Für Migranten mögen das viele Deutsche noch befürworten und sagen, ja toll, finde ich gut, finde ich prima, Riegel vorgeschoben. Das Problem an der Stelle ist aber nur, die können all diese Funktionen, die ich jetzt geschildert habe, für Bezahlkarte oder meinetwegen auch Sozialhilfekarte oder wie auch immer, all diese Funktionen mit regionaler Beschränkung, mit Beschränkung auf Produkte, die nicht gekauft werden dürfen, mit einem Verfallsdatum, wann auch immer das sein wird. All diese Beschränkungen, all diese technischen Möglichkeiten können Sie 1:1 mit einem einzigen Klick auf den digitalen Euro und damit für uns alle übertragen. Für was bist du denn zu haben? BAT, also bar auf Tatze oder mehr für die Karte? Lass mal einen Kommentar da und vielleicht auch warum. Wenn wir den digitalen Euro haben und haben kein oder wenig Bargeld oder gehen verstärkt zu Läden, die Bargeld annehmen, dann könnte das passieren, dass wir plötzlich bestimmte Produkte nicht mehr kaufen können. Weil jetzt kommt der andere Aspekt, jetzt kommt die Vernetzung. Der digitale Euro ist ja noch nicht der Schluss der Fahnenstange. Weil der eine oder andere hat vielleicht jemanden, der auf Medikamente angewiesen ist. Da gibt es ja jetzt seit 1.1. gibt's ja das E-Rezept. Das heißt, du gehst nicht mehr zum Arzt, kriegst ein Rezept, nimmst das auf Papier, gehst hin zur Apotheke, gibst das da ab und dann wird das dir ausgegeben, sondern es wird vom Arzt auf deine Krankenkassenkarte gebucht. Also das, was du benötigst, was du an Bedarf hast, wird einfach auf deine Krankenkassenkarte gebucht. Das heißt aber auch, dass dieses Rezept, was der Arzt ausgestellt hat, nicht nur bei den Abrechnungsstellen in der Krankenkasse einsehbar ist für diese Leute, sondern auch bei denen, die mit deinem Gesundheit zu tun haben, die mit dir als Person zu tun haben. Auch die können alles sehen, was du dann gekriegt hast an Rezepten, was vorher nicht unbedingt so immer der Fall sein musste. Dann ist es der Fall. Und, das kommt das Härtere an der Geschichte, sie gehen ja noch weiter. Sie werden ja noch weiter. Sie werden dann die Führerschein-ID. Dann hast du eine Krankenkassenkarten-ID. Du hast eine EZB-Bank-ID. Und dann kommt irgendwann kommt die Bürger-ID. Ja?
wo sie das für alle Weltbürger wollen. Auch das halten viele noch für absolut irre, wird aber kommen. Dann hat jeder einfach wie eine Steuer-ID, alle IDs werden zusammengefasst, dann hast du eine identifizierbare, individuelle ID für jeden Bürger dieser Erde. Und dann fängt der Spaß erst richtig an. Weil dann brauchen Sie sich nur an den Computer setzen und können sagen, so, der Mensch mit der ID so und so, wenn der mehr als so und so viel Gesundheitspunkte negativ hat, dann kriegt er nur noch Geld für 14 Tage oder der darf nur noch in seiner Stadt oder nur noch in seinem Landkreis. Die können alles über Computer regeln. Die brauchen dich nicht mehr informieren, die brauchen dich nicht mehr interviewen, die brauchen gar nichts mehr machen. Die können alles in Daten, können sie alle ablesen, können lesen, was du gekauft hast, wann du es gekauft hast, wo du es gekauft hast, mit wem du wo warst, was du zu dir genommen hast und können daraus Rückschlüsse ziehen und werden dann Rankingsysteme für Rankingsysteme, wir alle kennen es so für Firmen, für große Companies, riesen Rankingsysteme. Das geht ja noch viel weiter. Wir hatten das vor zig Jahren, da gibt es ja jetzt auch ein dickes Urteil mit der Schufa. Da wurden die Menschen gerankt, das heißt, wenn du in einer bestimmten Region wohnst, kriegst du schlechter einen Arbeitsplatz oder wenn du bestimmten Ausbildungsberufen oder bestimmten Gesundheitsstandard hast, kriegst du schlechter eine Wohnung. Also das hängt alles voneinander ab und das wird künftig alles miteinander vernetzt. Stell dir einfach vor, alle die Daten von dir haben. Jeder, der irgendeine Art von Daten von dir hat, kann die verkaufen oder beziehungsweise verschenken oder du glaubst nicht? Pass auf, bestes Beispiel, Pandemie. Ja? Wir durften alle nicht raus oder besser gesagt, wir durften zwar raus, aber nur in bestimmten Auflagen. Da gab es zum Beispiel die Auflage, wenn wir zum Friseur wollten, mussten wir alle unsere Daten auf einen Zettel schreiben, mit einem Kugelschreiber auf einen Zettel. Name, Adresse, Telefonnummer mussten wir aufschreiben. Es gab dann sonderlich viele Mickey Maus plötzlich und Donald Ducks, die da eingetragen waren, aber man musste es erstmal eintragen. Diese Daten hat ja der Friseur gesammelt. Das heißt, der Friseur hätte jetzt theoretisch sich erstmal alles kopieren können und dann hätte er sich eine E-Mail-Datenbank aufbauen können, um dann die Leute mit Werbung zu bepflastern. Haben die natürlich eigentlich gemacht, weil Friseure in der Regel nicht so digital affin sind, aber hätten sie theoretisch machen können. Sie mussten die Daten, die hätten es gar nicht dürfen. Also als Friseure hätten sie jedem Einzelnen, der unterschreibt, eine Datenschutzerklärung in die Hand geben müssen, weil sie ja auch offline auf Papier erfolgt, hätte sie auch auf Papier ausgelegt werden müssen oder zumindest hätte sie sagen müssen, da hängt meine Datenschutzerklärung, liest dir die durch, bevor du unterschreibst. Haben die alle nicht gemacht. Warum nicht? Weil die Daten im Auftrag der Bundesregierung erhoben haben. Und jetzt kommt's. Die Bundesregierung, nein, die ist nicht zum Datenschutz verpflichtet. Das denken viele, ist sie aber nicht. Ich habe da schon mal ein Video drüber zu gemacht, hier mit DSGVO. Der Staat darf diese Daten allen sammeln. Und wenn der Staat dann sagt, ich brauche jetzt eure Gesundheitsdaten, weil irgendeine Pandemie wieder um die Ecke scheint oder wir brauchen deine Fahrzeugdaten, weil wir zur Verkehrssicherheit das haben müssen und wir brauchen deine Bankdaten, damit wir unsere Kapazität für unsere Zentralbank ausrechnen können oder. Das heißt, die Gründe werden die immer finden und dann, die brauchen nur irgendwas dran schreiben und irgendein berechtigtes Interesse haben und dann brauchen die keine Daten mehr schützen, sondern die sammeln die alle. Und dann von jeder Person ist dann auf diesem Server, auf diesem Rechner, sind dann quasi nicht, da liegen nicht alle Daten, aber es sind alle Verknüpfungen zu da, wo sie Daten kriegen. Und wer sich mit Computer ein bisschen auskennt, es ist ja im Internet mit deinem PC nichts anderes. Du gehst halt online und dann holt er sich die Informationen von dem Server und bildet die auf deinem Bildschirm ab. Das heißt, in Wirklichkeit liegen die Informationen ja nicht auf deinem Bildschirm, sondern der zeigt dir die ja nur. Und so ungefähr ist es mit der Vernetzung dann von unseren Finanzdaten, Krankendaten, alles, whatever, alles kann dann miteinander vernetzt sein. Und das ist der Hauptaspekt, warum ich die digitalen Euro für extrem halte. Ja, man darf ja nicht mehr so reden wie vor 2, 3 Jahren. Auch das kommt dann ja dazu, weil in Zukunft, wenn du dann, ich sag jetzt mal beste Beispiel, du sagst irgendein Schimpfwort, weil ich diese Arschlöcher in der Politik nicht ausstehen kann, zack, kommt ein Buzzer bei denen, leuchtet auf und sagt, der hat Arschloch gesagt, das kostet jetzt 15 €, zack, wird von deinem Konto abgezogen. Oder wenn es nicht so offensichtlich ist, dann heißt es, der hat zu unserem Politiker ein Arschloch gesagt, das könnte ein Beleidigungssystem sein, der kriegt mal im Ranking, geht ja mal ein bisschen auf von 5 auf 4 oder so. Irgend sowas. Ist alles möglich. Also nicht mehr wie jetzt, dass es unterbunden wird, unterdrückt wird, sondern das wird der Person dann hinterher zugeordnet und kann dann entsprechend geahndet werden. Das Einzige, was Sie dafür haben müssen, ist halt die Daten. Sie müssen den Zugang zu allen Daten haben. Deswegen wichtigste Schritte für die sind halt, an allen Stellen Daten zu erheben und die Bezahldaten wäre das Wichtigste, dass wir eben kein Bargeld mehr haben, sondern nur noch digitales Geld und dass Sie die Daten alle miteinander verknüpfen können. Dann kommt die persönliche ID jedes Bürgers und dann haben Sie alles in der Hand, dann können Sie machen, was Sie wollen und niemand kann Sie mehr aufhalten, weil alles denkbar, alles machbar, ist keine Science Fiction mehr. Es ist jetzt, von jetzt an Realität, wenn wir es zulassen, dass wir einen digitalen Euro kriegen.